Lektion 1, Fitnessroutine. Nun, ich beginne mit einem 10-minütigen Aufwärmen auf dem Laufband, um meinen Puls vor dem Training zu erhöhen. Das ist ein toller Ansatz. Aufwärmen ist wichtig, um Verletzungen vorzubeugen und den Körper auf das Training vorzubereiten. Absolut. Ich finde, es hilft mir, mich während meines Trainings energiegeladener und konzentrierter zu fühlen. Ja. Es ist wichtig, die Herzfrequenz schrittweise zu steigern, um das Beste aus dem Training herauszuholen. Ich denke, es ist auch von Vorteil, dynamische Dehnübungen einzubauen, bevor man mit dem Haupttraining beginnt. Auf jeden Fall. Dehnen verbessert die Flexibilität und kann die Gesamtleistung steigern. Lassen Sie uns unsere bevorzugten Aufwärmübungen teilen und sehen, wie wir uns gegenseitig motivieren können, aktiv zu bleiben. Tolle Idee. Mit einem Partner macht das Training mehr Spaß und wir werden motivierter. Ich freue mich darauf, unsere Routinen gemeinsam zu verbessern. Lektion 2, globales Bewusstsein. Obwohl dies weltweit anerkannt ist, ist nicht ganz klar, welche positiven Vorteile sich daraus ergeben, an der Wirkung bestehen jedenfalls kaum Zweifel. Absolut. Es ist faszinierend, wie bestimmte Bewegungen Grenzen überwinden und globale Gespräche beeinflussen können. Ja. Das Verständnis dieser Dynamik kann uns helfen, die Vernetzung unserer Welt zu erkennen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, die Auswirkungen solcher Bewegungen auf verschiedene Gemeinschaften zu analysieren. Ich denke, es ist wichtig, Diskussionen über die Auswirkungen dieser Trends zu führen. Auf jeden Fall. Bewusstsein kann zu fundiertem Handeln und besseren Entscheidungen führen. Lassen Sie uns untersuchen, wie wir zu diesen Gesprächen beitragen und positive Veränderungen fördern können. Tolle Idee. Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und einen tiefgründigen Dialog fördern. Ich bin gespannt, was unsere Bemühungen bewirken können. Lektion 3, durchdachte Investitionen. Es lohnt sich immer, in Produkte zu investieren, die zu unserem Lebensstil und unseren Werten passen, das macht einen großen Unterschied. Absolut. Wenn wir Dinge wählen, die unsere Überzeugungen widerspiegeln, steigert das unsere allgemeine Zufriedenheit. Ja. Ich finde es wichtig, nicht nur den Preis, sondern auch die Auswirkungen unserer Einkäufe zu berücksichtigen. Auf jeden Fall. Die Unterstützung ethischer Marken kann zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir bewusster konsumieren können, wenn wir unsere Ausgaben an unseren Werten ausrichten. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns darüber sprechen, welche Marken oder Produkte uns am meisten ansprechen. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, gemeinsam Optionen zu entdecken, die unsere Werte widerspiegeln. Ich auch. Es wird eine lohnende Erfahrung sein, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich diese Entscheidungen positiv auf unser Leben und die Welt um uns herum auswirken. Lektion 4, Projektplanung. Einverstanden. Lass uns eine Machbarkeitsstudie durchführen. Ich werde morgen damit beginnen, um sicherzustellen, dass wir alle Aspekte abdecken. Das klingt nach einem soliden Plan. Eine Machbarkeitsstudie hilft uns, die Realisierbarkeit unseres Projekts zu bewerten. Ja. Es ist wichtig, Daten und Erkenntnisse zu sammeln, bevor man mit einer Initiative fortfährt.
Ich halte es für wichtig, unterschiedliche Perspektiven in die Studie einzubeziehen, um einen umfassenden Ansatz zu gewährleisten. Auf jeden Fall. Zusammenarbeit kann zu innovativeren Lösungen und einem überzeugenderen Endvorschlag führen. Lassen Sie uns einen Zeitplan für die Studie festlegen, damit wir auf Kurs bleiben und Verantwortung übernehmen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir dabei gewinnen. Ich auch. Es wird eine produktive Reise zur Erreichung unserer Ziele. Ich freue mich darauf, einen umfassenden Plan zu erstellen, der uns auf Erfolgskurs bringt. Lektion 5: Online-Sicherheit. Absolut. Ich habe viel über Online-Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen gelesen, das ist heutzutage ein so wichtiges Thema. Ich stimme voll und ganz zu. Da so viele Informationen online geteilt werden, ist der Schutz unserer Daten von entscheidender Bedeutung. Ja, und im digitalen Zeitalter ist es von entscheidender Bedeutung, zu wissen, wie wir unsere persönlichen Daten schützen können. Ich halte es für wichtig, über die neuesten verfügbaren Sicherheitspraktiken und Tools auf dem Laufenden zu bleiben. Auf jeden Fall. Starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung können unsere Sicherheit deutlich erhöhen. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass die Aufklärung anderer über diese Praktiken dazu beitragen kann, eine sicherere Online-Umgebung für alle zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam einige Ressourcen erkunden, die sich auf Tipps zum Online-Datenschutz und zur Online-Sicherheit konzentrieren. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, mehr zu lernen und dieses Wissen mit anderen zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, tiefer in dieses wichtige Thema einzutauchen. Lektion 6: Nachhaltige Landwirtschaft. Die Bauern besprühen die Pflanzen mit Pestiziden, um Ungeziefer abzutöten. Daher ist es gut, auch Bioalternativen in Betracht zu ziehen. Absolut. Pestizide können zwar Nutzpflanzen schützen, ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt müssen jedoch unbedingt berücksichtigt werden. Ja. Es ist entscheidend, nachhaltige Praktiken zu fördern, die sowohl der Landwirtschaft als auch dem Ökosystem zugutekommen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Unterstützung des ökologischen Landbaus kann zu einer gesünderen Lebensmittelauswahl für die Verbraucher führen. Ich denke, es ist wichtig, die Menschen über die Vorteile der Wahl von Bioprodukten aufzuklären. Auf jeden Fall. Zu wissen, woher unsere Lebensmittel kommen, kann unsere Kaufentscheidungen beeinflussen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir uns für nachhaltigere Praktiken in unserer Gemeinschaft einsetzen können. Tolle Idee. Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und lokale Landwirte unterstützen, die auf biologische Methoden setzen. Ich freue mich, zu positiven Veränderungen in unseren Lebensmittelsystemen beizutragen. Lektion 7: Beobachtungsfähigkeiten. Sie trugen einen dunklen Kapuzenpullover und spielten ständig mit ihrer Tasche herum, das erregte definitiv meine Aufmerksamkeit. Das ist interessant. Es ist erstaunlich, wie viel wir über jemanden erfahren können, indem wir einfach sein Verhalten beobachten. Absolut. Die Körpersprache kann viel über die Stimmung und Absichten einer Person verraten. Ja. Es ist wichtig, auf diese subtilen Hinweise zu achten, insbesondere in sozialen Situationen. Ich glaube, dass uns aufmerksames Beobachten dabei helfen kann, eine bessere Verbindung zu anderen aufzubauen und ihre Gefühle zu verstehen. Auf jeden Fall. Lass uns darüber sprechen, wie wir unsere Beobachtungsgabe im Alltag verbessern können. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, unsere Fähigkeit zu verbessern, Situationen effektiv zu lesen. Ich auch.
Es wird eine wertvolle Fähigkeit für den persönlichen und beruflichen Umgang sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie diese Praxis unsere Erfahrungen bereichern kann. Lektion 8: Hochzeitsfeier. Und wir werden tanzen und Spaß haben, bis es sehr spät ist. Die Energie bei Hochzeiten ist immer ansteckend. Absolut. Es ist ein so freudiger Anlass, besonders wenn alle zusammenkommen, um die Liebe zu feiern. Ja. Ich liebe es, wie sich die Atmosphäre im Laufe des Abends verändert und Lachen und Musik in der Luft liegen. Auf jeden Fall. Und wenn die Braut ihren Brautstrauß wirft, sorgt das für eine lustige und wettbewerbsorientierte Atmosphäre bei den Feierlichkeiten. Genau. Dieser Moment sorgt bei den Single-Gästen immer für Aufregung und die Hoffnung, ihn mitzuerleben. Ich finde, es ist eine schöne Tradition, die Glück und zukünftiges Glück in Beziehungen symbolisiert. Halten wir diese Erinnerungen unbedingt mit der Kamera fest. Sie werden uns noch viele Jahre lang in Erinnerung bleiben. Tolle Idee. Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie alle Spaß haben und schöne Momente schaffen. Es wird eine unvergessliche Nacht voller Liebe und Freude. Lektion 9: Das Beste daraus machen. Sie sollten jede Minute optimal nutzen. Zeit ist eine komische Sache, nicht wahr? Das ist es wirklich. Manchmal fühlt es sich an, als würde die Zeit verfliegen, während sie sich ein anderes Mal in die Länge zu ziehen scheint. Ja. Ich finde es wichtig, jeden Moment wertzuschätzen und die gemeinsame Zeit optimal zu nutzen. Ich stimme voll und ganz zu. Ob es darum geht, neue Orte zu erkunden oder einfach einen ruhigen Abend zu genießen, jeder Moment zählt. Genau. Lasst uns ein paar Aktivitäten planen, die es uns ermöglichen, die uns zur Verfügung stehende Zeit voll auszunutzen. Tolle Idee. Ich würde gerne eine Bucketlist mit Erlebnissen erstellen, die wir gemeinsam erleben möchten. Das freut mich sehr. Es wird uns helfen, uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich glücklich und erfüllt macht. Auf jeden Fall. Lasst uns gleich mit dem Brainstorming beginnen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Abenteuer uns erwarten. Lektion 10: Marktforschung. Das ist eine gute Idee. Wir müssen gründliche Marktforschung betreiben, bevor wir Entscheidungen treffen. Absolut. Das Verständnis der Marktdynamik kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja. Es ist wichtig, potenzielle Chancen und Herausforderungen zu erkennen, die vor uns liegen. Ich stimme voll und ganz zu. Durch die Erhebung von Daten stellen wir sicher, dass unsere Strategien fundiert und effektiv sind. Lassen Sie uns die Schlüsselbereiche skizzieren, auf die wir uns bei unserer Forschung konzentrieren müssen. Tolle Idee. Die Identifizierung unserer Zielgruppe und unserer Wettbewerber ist entscheidend für unseren Erfolg. Ich freue mich darauf, in diese Forschung einzutauchen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Ich auch. Gemeinsam können wir auf Grundlage unserer Erkenntnisse einen soliden Plan erarbeiten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich unsere harte Arbeit am Ende auszahlt. Lektion 11: Technische Herausforderungen. Das Boot bleibt unter Wasser, der Wasserwiderstand verlangsamt das Boot erheblich. Das ist interessant. Es ist faszinierend, über die Physik beim Bootfahren nachzudenken und wie sich das Design auf die Leistung auswirkt. Ja.
Bell war der Meinung, dass sich Effizienz und Geschwindigkeit des Bootes verbessern ließen, wenn man es anheben könnte. Absolut. Das Verständnis dieser Prinzipien kann zu innovativen Designs führen, die die Funktionalität verbessern. Ich denke, es ist wichtig zu erforschen, wie die Technik reale Probleme wie diese lösen kann. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns besprechen, wie wir diese Konzepte in zukünftigen Projekten anwenden können. Ich freue mich darauf, Ideen zu entwickeln, die zu Durchbrüchen in Design und Technologie führen könnten. Ich auch. Es wird eine aufschlussreiche Diskussion. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche kreativen Lösungen wir finden. Lektion 12: Über Entscheidungen nachdenken. Aber ich möchte, dass Sie verstehen, dass ich bei meiner Entscheidung weder das Land noch das Reich vergessen habe. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist entscheidend, die weitreichenden Auswirkungen unserer Entscheidungen zu bedenken. Genau. Jede Entscheidung, die wir treffen, kann weitreichende Konsequenzen für andere haben. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir uns bewusst machen, welche Auswirkungen unser Handeln auf die Gemeinschaft hat, können wir bessere Entscheidungen treffen. Lassen Sie uns nach Möglichkeiten suchen, um sicherzustellen, dass unsere Entscheidungen nicht nur für uns, sondern für die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil sind. Tolle Idee. Gemeinsam können wir uns für eine verantwortungsvolle Entscheidungsfindung einsetzen, die verschiedene Perspektiven berücksichtigt. Ich freue mich auf die Teilnahme an Diskussionen, die uns dazu anregen, kritisch über unsere Auswirkungen nachzudenken. Ich auch. Es wird eine bedeutsame Auseinandersetzung mit unseren Werten und Prioritäten. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie diese Gespräche unser Verständnis prägen. Lektion 13: Technische Unterstützung. Könntest du mir deinen Laptop für ein paar Stunden leihen? Natürlich, aber wofür willst du ihn verwenden? Ich muss noch etwas Arbeit zu Ende bringen und meine macht Probleme. Ich verspreche, mich zu beeilen. Das ist völlig in Ordnung. Ich helfe Ihnen gerne. Denken Sie aber daran, Ihre Arbeit regelmäßig zu speichern. Absolut. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich werde mich gut darum kümmern. Keine Sorge. Es ist immer toll, sich gegenseitig zu helfen, wenn wir können. Dem stimme ich voll und ganz zu. Lasst uns weiterhin gegenseitig bei unseren Aufgaben und Projekten unterstützen. Ich freue mich darauf zu sehen, was Sie mit der zusätzlichen Zeit erreichen. Danke. Ich werde das Beste daraus machen und euch später von meinen Fortschritten berichten. Ich kann es kaum erwarten, davon zu hören. Lektion 14: Historische Perspektiven. Die Kolonie war nicht energisch und unternahm wenig, um die Siedler bei der Nahrungssuche zu unterstützen. Es war eine ziemliche Herausforderung. Ja, ein Mitglied der Kompanie, Captain John Smith, spielte eine entscheidende Rolle bei der Änderung dieser Situation. Absolut. Seine Führungsqualitäten und seine Entschlossenheit halfen den Siedlern, unter schwierigen Umständen zu überleben. Es ist faszinierend, wie seine Bemühungen der Kolonie zum Erfolg verhalfen und eine Grundlage für zukünftiges Wachstum schufen. Ja. Das Verständnis dieser historischen Zusammenhänge kann uns wertvolle Erkenntnisse über Resilienz und Führung vermitteln. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns tiefer in die Geschichten der frühen Siedler und ihre Kämpfe eintauchen. Ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie sie Hindernisse überwunden und in einem neuen Land Erfolg gehabt haben. Ich auch.
Es wird eine bereichernde Erkundung unserer Geschichte. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, welche Erkenntnisse wir gewinnen. Lektion 15. Kulinarische Erlebnisse. Ich hatte eine ähnliche Reaktion, als ich traditionelles griechisches Moussaka probierte, es war köstlich. Die griechische Küche ist fantastisch. Die Mischung aus Aromen und Texturen macht jedes Gericht zu einem kulinarischen Abenteuer. Absolut. Moussaka ist ein wirklich wohltuendes Gericht, besonders mit seinen Schichten aus Auberginen und Fleisch. Ja. Ich liebe die harmonische Kombination der Zutaten. Es hat definitiv einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich denke, es ist wichtig, verschiedene Küchen kennenzulernen, um unseren Gaumen zu erweitern und unser Verständnis für andere Kulturen zu entwickeln. Ich stimme voll und ganz zu. Jede Mahlzeit erzählt eine Geschichte und verbindet uns mit einem reichen kulturellen Erbe. Lasst uns einen kulinarischen Abend planen, an dem wir gemeinsam verschiedene internationale Gerichte kochen. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, in der Küche mit neuen Rezepten und Aromen zu experimentieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche köstlichen Gerichte wir zubereiten. Lektion 16. Wissenschaftliche Untersuchung. Die Kräfte der Wissenschaftler in Laboren und auf Testfeldern sind für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses der Welt von entscheidender Bedeutung. Absolut. Strenge Tests und Experimente legen den Grundstein für bahnbrechende Entdeckungen. Ja. Das Modell der Freien Universität fördert den Zugang zu Forschungsmöglichkeiten für angehende Wissenschaftler. Ich stimme voll und ganz zu. Die Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung kann Innovation und Zusammenarbeit fördern. Ich halte es für wichtig, die wissenschaftliche Bildung und Neugier der Schüler zu fördern. Auf jeden Fall. Die Förderung kritischen Denkens kann eine neue Generation von Denkern und Problemlösern hervorbringen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir Bildungsinitiativen unterstützen können, die Wissenschaft und Forschung fördern. Tolle Idee. Gemeinsam können wir uns für Programme einsetzen, die zukünftige Wissenschaftler inspirieren. Ich freue mich, zu dieser wichtigen Sache beizutragen. Lektion 17. Gemeinsam genutzte Räume. Wir haben nur ein Badezimmer, also stehen wir Schlange, um es zu benutzen. Aus praktischen Gründen ist es gut, mehr als eines zu haben. Absolut. Mehrere Badezimmer können die Wartezeiten deutlich verkürzen und den Komfort zu Hause erhöhen. Ja. Ein reibungsloser Ablauf im Haushalt ist unerlässlich, insbesondere an arbeitsreichen Morgen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich finde es wichtig, praktische Vorkehrungen zu treffen, wenn man mit anderen zusammenlebt. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir den vorhandenen Platz unter Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen optimieren können. Tolle Idee. Durch vorausschauende Planung können wir spätere Unannehmlichkeiten vermeiden. Ich freue mich darauf, gemeinsam Lösungen zu finden, die unsere Wohnsituation angenehmer machen. Ich auch. Auf ein funktionaleres und angenehmeres Wohnumfeld. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir sinnvolle Verbesserungen erzielen. Lektion 18. Hochzeitsfreude. Es war auch von Vorteil, dass sein Bruder Jeb inzwischen Gouverneur von Florida war, die Hochzeit würde mit Sicherheit ein großes Ereignis werden. Auf jeden Fall. Mit solchen Verbindungen wird es ein unvergessliches Fest voller Freude und Spannung.
Ja. Ich kann mir schon die wunderschöne Dekoration und die ausgelassene Stimmung vorstellen, wenn alle zum Feiern zusammenkommen. Ich stimme zu. Es ist wunderbar, wie familiäre Bindungen solche besonderen Momente noch bedeutsamer machen können. Und das Tanzen. Ich kann es kaum erwarten, alle auf der Tanzfläche zu sehen, wie sie bis spät in die Nacht feiern. Ja. Tanzen bringt Menschen zusammen und schafft unvergessliche Erinnerungen, die jeder in Ehren hält. Und wenn die Braut ihren Brautstrauß wirft, ist das für alle alleinstehenden Gäste immer ein lustiger Aspekt. Genau. Es ist eine lustige Tradition, die bei denen, die sie erleben, Begeisterung und Hoffnung weckt. Ich freue mich darauf, all diese Momente mit der Kamera festzuhalten. Es wird toll sein, sich später daran zu erinnern. Lektion 19, Abendessenpläne. Das Restaurant um 19 Uhr klingt perfekt, ich freue mich schon sehr auf unseren gemeinsamen Abend. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, leckeres Essen zu genießen und alles nachzuholen. Ja. Es ist immer schön, ein gutes Essen in netter Gesellschaft zu genießen. Das macht das Erlebnis noch schöner. Absolut. Ich habe wunderbare Dinge über das Ambiente und die Speisekarte dort gehört. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren. Es macht immer Spaß, gemeinsam verschiedene Küchen zu erkunden. Auf jeden Fall. Lasst uns das Beste daraus machen und vielleicht sogar ein paar Gerichte zum Teilen bestellen. Das ist eine fantastische Idee. Gemeinsames Essen ermöglicht es uns, mehr Aromen zu erleben und eine tolle Zeit zu haben. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir sehen uns dann im Restaurant und freuen uns auf einen schönen Abend. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine wundervolle Nacht. Lektion 20, historische Entwicklungen. Die Briten gründeten in Halifax eine neue Hauptstadt für Nova Scotia, was eine bedeutende Entwicklung in ihrer Kolonialgeschichte darstellte. Ja, und sie begannen, englischsprachige Siedler anzuwerben, um ihre Präsenz in der Region zu stärken. Absolut. Dieser Schritt hat die kulturelle Landschaft Nova Scotias geprägt und ihr Wachstum und ihre Entwicklung beeinflusst. Es ist faszinierend, wie diese frühen Entscheidungen den Grundstein für die vielfältige Gemeinschaft legten, die wir heute sehen. In der Tat. Das Verständnis dieser Geschichte gibt uns Einblick in die Herausforderungen und Triumphe, denen sich diese Siedler stellen mussten. Ich denke, es ist wichtig, die Auswirkungen dieser historischen Ereignisse auf unsere heutige Gesellschaft zu erkennen. Lassen Sie uns mehr über die frühen Siedler und ihre Erfahrungen beim Aufbau eines neuen Lebens erfahren. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, gemeinsam mehr über diese reiche Geschichte zu erfahren. Ich kann es kaum erwarten, mehr über die Geschichten zu erfahren, die Nova Scotia geprägt haben. Lektion 21, perfektes Grillwetter. Hey, das Wetter ist absolut perfekt für ein Grillfest zu Hause, findest du nicht? Dem kann ich nur zustimmen. Stellen Sie sich einfach den Duft von Gegrilltem vor, der durch die Luft weht, das klingt herrlich. Oder? Wir könnten den Grill anwerfen und vielleicht ein paar Freunde zu einem lustigen Abend einladen. Das klingt nach einem Plan. Was möchtest du grillen? Burger, Hotdogs oder vielleicht etwas gegrilltes Gemüse? Ich dachte, Burger wären fantastisch, vor allem mit all den Belägen, die wir anbieten können.
Oh, und vergessen Sie nicht die frischen Salate und ein paar erfrischende Getränke als Ergänzung zum Essen. Absolut. Eine schöne kalte Limonade würde perfekt zu den Burgern passen und alle kühl halten. Außerdem könnten wir einige Spiele im Freien organisieren, um die Energie aufrechtzuerhalten, während das Essen kocht. Das ist eine geniale Idee. Ein bisschen freundschaftlicher Wettbewerb wird den Spaß bestimmt noch steigern. Lektion 22: Reiseroutenplanung. Auf jeden Fall, wir können eine Reiseroute erstellen und unsere Zeit dort optimal nutzen. Das klingt clever. Ich denke, wenn wir im Voraus planen, können wir alles, was wir sehen möchten, ohne Eile erkunden. Genau. Welche Aktivitäten sollten wir deiner Meinung nach in unseren Zeitplan aufnehmen? Ich würde gerne einige Sehenswürdigkeiten vor Ort besuchen und vielleicht auch ein paar beliebte Restaurants ausprobieren. Tolle Idee. Wir könnten uns sogar Zeit für ein paar spontane Abenteuer nehmen. Ja. Ein Gleichgewicht zwischen geplanten Aktivitäten und Freizeit wäre perfekt, um den Moment zu genießen. Sollten wir auch in Erwägung ziehen, uns während unseres Besuchs über Festivals oder Veranstaltungen zu informieren? Absolut. Diese lokalen Erlebnisse können unsere Reise wirklich bereichern und unvergesslich machen. Ich werde nach Festivals in der Gegend suchen, um zu sehen, was los ist, während wir dort sind. Lektion 23: Leicht zu erreichende Ziele. Wir sind nie auf eine Leiter gestiegen, um an die Pfirsiche zu gelangen, wir haben einfach nach den niedrig hängenden Früchten gegriffen. Das ist eine clevere Art, darüber nachzudenken. Sie unterstreicht, dass manchmal die einfachsten Gelegenheiten die besten sind. Genau. Warum die Dinge kompliziert machen, wenn die besten Optionen direkt vor uns liegen? Es ist eine großartige Erinnerung daran, die Dinge einfach zu halten und sich auf das zu konzentrieren, was leicht verfügbar ist. Ja. Außerdem können wir so unsere Anstrengungen ohne unnötige Herausforderungen maximieren. Und es geht auch darum, geduldig zu sein und darauf zu warten, dass sich uns die richtigen Gelegenheiten bieten. Auf jeden Fall. Manchmal führt ein Schritt zurück zu den besten Ergebnissen. Ich liebe diese Perspektive. Sie ermutigt uns, die kleinen Erfolge auf dem Weg zu schätzen. Auf jeden Fall. Jeder kleine Erfolg zählt und führt zu etwas Größerem. Lektion 24: Einzelheiten besprechen. Guten Morgen. Schön, dass Sie das Thema ansprechen. Woran denken Sie konkret? Vielen Dank. Ich dachte, wir könnten die Details unseres Projekts besprechen und klare Ziele festlegen. Das klingt produktiv. Klare Ziele helfen uns, fokussiert und auf Kurs zu bleiben. Genau. Ich glaube, wenn wir unsere Aufgaben klar strukturieren, können wir unsere Zeit viel besser einteilen. Einverstanden. Außerdem können wir so mögliche Herausforderungen erkennen, die uns in Zukunft erwarten. Ja, und indem wir diese Herausforderungen vorhersehen, können wir im Voraus Lösungen vorbereiten. Das ist ein toller Ansatz. Es ist immer besser, proaktiv statt reaktiv zu sein. Auf jeden Fall. Sollten wir alles aufschreiben, um keine wichtigen Punkte zu vergessen? Ja. Eine übersichtliche Dokumentation erleichtert es uns, im weiteren Verlauf auf unsere Ideen zurückzugreifen.
Lektion 25, Schaden melden. Ich mache auch ein Foto vom Schaden, klar. Sollen wir die Polizei rufen? Ja, ich glaube, das wäre die beste Vorgehensweise. Es ist wichtig, solche Vorfälle zu melden. Ich stimme zu. Ein offizieller Bericht könnte später bei Versicherungsansprüchen hilfreich sein. Genau. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass alles für zukünftige Referenzzwecke ordnungsgemäß dokumentiert ist. Lassen Sie uns auch alle Zeugenaussagen sammeln, während wir auf das Eintreffen der Behörden warten. Gute Idee. Das stärkt unsere Position und sorgt für zusätzliche Klarheit über den Vorfall. Ich werde mir in der Zwischenzeit Notizen zu allem machen, was wir sehen und hören. Das klingt clever. Wenn wir jetzt gründlich vorgehen, ersparen wir uns später viel Ärger. Hoffentlich kann die Situation mit Ihrer Hilfe schnell und effizient gelöst werden. Lektion 26, Ideen erkunden. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Was machst du sonst noch? Nun, ich habe in letzter Zeit verschiedene Hobbys ausprobiert und jedes hat seinen einzigartigen Reiz. Wirklich? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Was hat dir bisher am besten gefallen? Ich glaube, das Malen war für mich die erfüllendste Tätigkeit, denn es ermöglicht mir, meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Das klingt fantastisch. Ich habe schon immer Menschen bewundert, die schöne Kunst schaffen können. Es macht viel Spaß und ist außerdem sehr therapeutisch. Probieren Sie es unbedingt aus. Das könnte ich vielleicht tun. Was wäre Ihrer Meinung nach sonst noch einen Versuch wert? Vielleicht kochen? Es ist eine praktische Fähigkeit und eine tolle Möglichkeit, Freunde und Familie zu beeindrucken. Kochen klingt verlockend. Ich könnte etwas Inspiration in der Küche gebrauchen. Lektion 27, Geräte verbinden. Lassen Sie mich versuchen, eine Verbindung auf meinem Gerät herzustellen, um zu sehen, ob es funktioniert. Das ist eine tolle Idee. Manchmal kann eine neue Verbindung alle unsere Probleme lösen. Stimmt's? Die Technik kann etwas knifflig sein, aber das Problem lässt sich normalerweise durch einen einfachen Reset beheben. Genau. Und wenn ein Gerät nicht funktioniert, können wir jederzeit auf ein anderes Gerät umsteigen. Ich werde die Einstellungen überprüfen und sehen, ob etwas angepasst werden muss. Klingt gut. Wir suchen weiter, bis wir die richtige Lösung gefunden haben. Ja, und wenn alles andere fehlschlägt, können wir zur Orientierung das Benutzerhandbuch zu Rate ziehen. Das stimmt. Manchmal steht die Antwort direkt in der Anleitung. Glücklicherweise verbessert sich die Technologie ständig und macht uns das Leben leichter. Lektion 28, einen Läufer analysieren. Einfach ein schrecklicher Läufer? Sie müssten alle Umstände berücksichtigen, die dazu geführt haben, dass die Person das Rennen verloren hat. Das ist ein guter Punkt. Es gibt immer Faktoren, die die Leistung beeinflussen können, wie zum Beispiel das Wetter oder das Training. Genau. Manchmal kommt es nicht nur auf die Person an, sondern auch auf äußere Faktoren. Und vergessen wir nicht die mentale Vorbereitung, sie kann die Leistung eines Menschen erheblich beeinflussen. Absolut.
Eine selbstbewusste Einstellung kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Darüber hinaus können Verletzungen die Leistung eines Sportlers beeinträchtigen, was oft übersehen wird. Ja, eine einzige Verletzung kann Monate harter Arbeit und Training zunichte machen und sich auf die Gesamtergebnisse auswirken. Es ist wichtig, das Gesamtbild zu analysieren, bevor man ein Urteil fällt. Auf jeden Fall. Jeder Sportler hat seine eigene Geschichte und die Herausforderungen, denen er bei Wettkämpfen gegenübersteht. Lektion 29: Naturparkbesuch. Das klingt super. Wohin sollen wir gehen? Wie wäre es mit einem Besuch im örtlichen Naturpark? Ich finde diese Idee toll. Naturparks sind perfekt, um die Natur zu genießen und sich mit ihr zu verbinden. Genau. Wir könnten die Wanderwege erkunden und vielleicht sogar ein Picknick machen, während wir dort sind. Ein Picknick klingt herrlich. Wir können ein paar Snacks einpacken und gemeinsam die frische Luft genießen. Außerdem können wir auf den Wegen interessante Wildtiere beobachten, was spannend sein könnte. Das wäre ein wunderbarer Bonus. Ich genieße es immer, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Bringen wir unbedingt unsere Kameras mit, um diese Momente festzuhalten. Absolut. Erinnerungen, auf die man zurückblicken kann, machen das Erlebnis noch besonderer. Ich kann es kaum erwarten, rauszugehen und in die Natur einzutauchen. Lektion 30: Einfaches Einrahmen und Aufnehmen. Einfaches Einrahmen und Aufnehmen? Das ist eine nette Ergänzung, es wird für unser Projekt hilfreich sein. Genau. Die Vereinfachung dieser Prozesse kann zu besseren Ergebnissen führen und uns Zeit sparen. Mir ist aufgefallen, dass klare Richtlinien einen großen Unterschied in der Qualität unserer Arbeit machen. Ja, und wenn wir unsere Methoden optimieren, können wir unseren Aufnahmen mehr Kreativität verleihen. Absolut. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Effizienz und künstlerischem Ausdruck zu finden. Ich stimme zu. Außerdem können wir mit verschiedenen Blickwinkeln experimentieren, um unsere visuellen Effekte zu verbessern. Das klingt spannend. Ein wenig Experimentieren kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen. Ich freue mich darauf. Lasst uns diese Ideen in die Tat umsetzen und sehen, was wir schaffen können. Gemeinsam werden wir fantastische Inhalte erstellen, auf die wir alle stolz sein können.